Ist das hier wirklich besser als Thailand? Wir sind auf Langkawi. Hier gibt es das volle Inselfeeling, aber deutlich entspannter, ohne Massentourismus und mit Duty-Free-Status. Wir zeigen dir heute die Sky Bridge, eine wilde Speedboot-Tour und Traumstrände, die noch richtige Geheimtipps sind. Also, los geht's und viel Spaß beim Schauen. Wir starten am Pantai Chenang. Das ist das touristische Herz von Langkawi und der Strand, an dem die meisten Urlauber landen. Und jetzt mal ehrlich, wir sind gerade mitten im Januar hier. Das ist eigentlich die absolute Hochsaison mit dem besten Wetter. In Thailand würdest du um diese Jahreszeit kaum einen Platz für dein Handtuch finden. Aber hier, schau dir das an, Platz ohne Ende. Wenn das die volle Hauptsaison auf Langkawi ist, dann ist das für uns die Definition von entspanntem Reisen. Und wenn dir selbst das noch zu viel Trubel ist, nur eine Ecke weiter am Pantai Tengah wird es noch ruhiger. Kaum zu glauben, dass wir hier gerade zur beliebtesten Reisezeit unterwegs sind. Du hast den Strand fast für dich allein. Wer dem Massentourismus entfliehen will, ohne auf Traumwetter zu verzichten, ist hier genau richtig. Ehrlich gesagt, schon diese beiden Strände im Süden schlagen für uns viele überlaufene Spots in Asien. Aber wir wollen wissen, was der Norden kann. Jetzt suchen wir die echten Geheimtipps. Vom touristischen Süden fahren wir jetzt quer über die Insel hoch in den Norden. Unser Ziel, der Pasia Tengkorak, besser bekannt als Sandy Skull Beach. Was wir an diesem Spot besonders lieben, es ist kein reiner Touri-Strand. Hier triffst du vor allem Einheimische, die hier ihre Wochenenden verbringen. Das macht den Vibe viel authentischer und entspannter. Und obwohl der Strand so versteckt mitten in der Natur liegt, ist er super organisiert. Direkt am Eingang gibt es Toiletten und Duschen. Ein riesiger Pluspunkt für einen so wilden Spot. Dass wir hier mitten im Dschungel sind, merkst du auch an den Bewohnern. Statt Affen ist uns heute dieser Kollege hier vor die Linse gelaufen. Ein riesiger Waran. Aber keine Sorge, wenn du Abstand hältst, sind sie entspannt. Für uns ist der Sandy Skull Beach ein echtes Highlight. Eine traumhafte Bucht mit klarem Wasser, feinem Sand und das Gefühl, mitten in der Natur zu sein. Bevor wir uns das große Highlight im Norden ansehen, haben wir noch einen Spot entdeckt, der komplett aus der Reihe tanzt, den Wild Beach. Der Name ist hier Programm. Hier erwartet dich kein klassischer Badestrand, sondern eine raue, fast schon mystische Atmosphäre. Was dir sofort auffallen wird, sind diese markanten, kugelrunden Felsen, die hier überall im Wasser und am Strand verteilt liegen. Das sieht fast so aus, als hätte jemand riesige Kieselsteine ins Meer geworfen. Tatsächlich sind wir hier mitten im UNESCO-Geopark. Die Felsen wurden über Jahrtausende vom Meer so glatt geschliffen. Ein genialer Fotospot und ein Ort, der sich wirklich noch nach Abenteuer anfühlt. Vom Wild Beach fahren wir jetzt direkt weiter zum großen Finale, dem berühmten Tanjung Ru. Fahr die Straße einfach bis zur Sackgasse am Ende durch, dann bist du an der Spitze. Und hier findest du die vielleicht spektakulärste Kulisse von ganz Langkawi. Der Blick auf die vorgelagerten Kalksteinfelsen im türkisblauen Wasser ist einfach magisch.
Dich erwartet ein extrem breiter, puderweißer Strand, der ganz sanft ins Meer abfällt. Unser Tipp: check die Gezeiten. Bei Ebbe kommt eine Sandbank zum Vorschein und du kannst extrem weit ins Meer hineinlaufen. Fast so, als würdest du mitten im Ozean stehen. Für uns landschaftlich der schönste Strand der Insel und der perfekte Beweis, dass Langkawi sich vor Thailand nicht verstecken muss. Genug entspannt. Jetzt geht es für uns hoch hinaus. Ein absolutes Pflichtprogramm auf Langkawi ist die Fahrt mit dem Skycap auf den Mount Machinchang. Das ist eine der steilsten Seilbahnen der Welt. Schon die Fahrt nach oben ist ein Erlebnis für sich. Der Blick über den Dschungel und das Meer wird mit jedem Meter genialer. Viele fahren direkt durch bis nach oben, aber du solltest unbedingt an der Mittelstation aussteigen. Hier wartet nämlich das brandneue Eagles Nest auf dich. Das ist eine riesige Aussichtsplattform in Form eines Adlerkopfes, die 38 Meter weit über die Klippe ragt. Der Boden ist komplett aus Glas. Das kostet zwar etwas Überwindung, aber der Blick in den Abgrund ist der Wahnsinn. Ganz oben an der Top-Station angekommen, gibt es dann das klassische Wahrzeichen der Insel, die Sky Bridge. Sie schwebt auf fast 700 Metern Höhe und spannt sich spektakulär zwischen zwei Berggipfeln. Es ist ein irre Gefühl, hier zu stehen. Bei gutem Wetter kannst du von hier aus sogar bis nach Thailand schauen. Ein absolut epischer Ausblick. Wieder unten angekommen, landest du automatisch im Oriental Village. Das ist ein kleines, buntes Dorf mit Shops und Restaurants direkt an der Talstation. Wir haben uns hier einfach treiben lassen und sind dann noch spontan ins 3D-Art-Museum gegangen. Und ehrlich gesagt, wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Das Museum ist riesig und die Perspektiven sind genial gemacht. Wir haben uns hier bestimmt eine Stunde lang ausgetobt und richtig coole Fotos geschossen. Da der Eintritt oft im Seilbahnticket dabei ist, nimm das auf jeden Fall noch mit. Wir haben selten so viel gelacht. Zum Abschluss ging es für uns aufs Boot zum Island Hopping. Schon direkt nach dem Start jagt ein Highlight das nächste. Zuerst fährst du am Lion Rock vorbei und kurz danach hast du den besten Blick auf den Dayang Bunting Mountain. Mit etwas Fantasie erkennst du hier in der Bergkette wirklich die Silhouette einer liegenden, schwangeren Frau. Dann kam der erste richtige Stopp auf der Pregnant Maiden Island. Mitten in den Bergen versteckt liegt hier ein riesiger Süßwassersee. Wir hatten hier eine Stunde Zeit und die haben wir voll genutzt. Statt reinzuspringen, sind wir lieber über den Plankenweg am Ufer entlang spaziert. Am Ende führen noch einige Treppen nach oben und der kleine Aufstieg lohnt sich. Von dort hast du einen genialen Ausblick aufs Meer. Zurück auf dem Boot ging es weiter vorbei an abgefahrenen Felsformationen wie dem Dinu Rock und Jong Island.
Kurz darauf wurde es wild. Beim Eagle-Feeding siehst du Dutzende Adler über dem Wasser jagen. Das war wirklich beeindruckend. Danach gab es noch einen kurzen Stopp zum Fischefüttern, direkt vom Boot aus. Das war zwar ganz nett, aber im Vergleich zu den Adlern für uns eher unspektakulär. Zum Schluss landest du auf Beras Basa Island. Hier hatten wir wieder eine Stunde Zeit. Der Stopp war okay, aber ehrlich gesagt fanden wir den Strand zum Baden nicht wirklich geeignet. Auch wenn das Ende kein Highlight war. Allein für die wilde Bootsfahrt, die krasse Landschaft und die Adler lohnt sich der Ausflug total. Wir hatten auf jeden Fall eine richtig gute Zeit. Langkawi hat uns wieder richtig gut gefallen. Wir sind jetzt schon zum zweiten Mal hier und können die Insel absolut weiterempfehlen. Langkawi ist ca. doppelt so groß wie Koh Samui und beeindruckt einfach mit einer unglaublich tropischen Landschaft, vielen Bergen, weitläufigen Naturparks. Und die Insel lässt sich auch super mit dem Roller erkunden. Es gibt hier nicht so viel Verkehr, also ist es auch für Anfänger geeignet. Und Grab funktioniert übrigens auch super. Hier gibt es auch keine Taximafia. Und Benzin kostet nur 50 Cent pro Liter. Das ist doch mal ein richtig fairer Preis. Ja, Langkawi ist zudem zollfrei. Das heißt, dass man hier Schokolade, Parfums und Alkohol sehr günstig bekommt. Ja, auch die Thai-Biere sind tatsächlich günstiger als in Thailand selbst. Und das Essen ist auch super. Also wir sind hier gerade in der lokalen Gegend und da kann man total gut essen und zahlt wirklich wenig dafür. Also hier kriegt man schon noch ein bisschen mehr für sein Geld. Ja, und zu den Unterkünften, also es gibt jede Menge davon. Wenn man natürlich direkt am Strand wohnen will, dann kann es schon schnell teuer werden. Aber wir sind jetzt hier beispielsweise in der zweiten Reihe, also es ist ein bisschen so eine lokale Gegend. Und da haben wir ein Homestay und dann kann man richtig viel Geld sparen. Ja, und dann gibt es noch die Inselhauptstadt Kua. Dort findet man dann auch die bekannte Adlerstatue. Und Kua hat einen riesig großen Hafen und ist bekannt dafür, dass man von dort aus mit dem Boot oder mit der Fähre nach Thailand dann einreisen kann. Oft über Koh Lipe oder über Satun. Und von dort aus geht es dann weiter nach Koh Lanta, nach Phuket, nach Krabi. Fahren fast wirklich alle Orte in Thailand an. Und ist auf jeden Fall eine coole Sache. Genauso gut kann man das auch umgekehrt machen. Also von Thailand, von den Inseln mit dem Speedboot nach Langkawi. Also wir finden, dass Langkawi auf jeden Fall mit den thailändischen Inseln mithalten kann. Und was uns wirklich total überrascht hat, wie wenig Menschen tatsächlich hier sind. Also man sieht auf den Straßen nicht so viele Roller oder Autos, natürlich schon in Kur und so weiter, aber überhaupt nicht überlaufen. Und die Strände sind absolut top, also teilweise ja richtig coole Traumstrände, kann man sagen, oder? Auf jeden Fall. Richtig geil. Und bietet natürlich darüber hinaus auch total tolle Attraktionen, wie zum Beispiel die Sky Bridge. Also das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ja, und schau unbedingt in die Videobeschreibung, da haben wir dir alle Standorte verlinkt. Und wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat. Und falls ja, freuen wir uns über einen Kommentar, einen Daumen nach oben und ein Abo. Ja, und für uns geht es jetzt weiter nach Koh Lanta in Thailand und wir sehen uns von dort. Bis dann, mach's gut, hau rein und ciao. Ciao, ciao.